Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir mal selbstgemachte Lasagne. Ganz klassisch mit einer leckeren Bechamelsoße. Die Bechamelsoße, wie ich die mache, das zeige ich euch heute nicht. Das würde den Rahmen des Rezeptes einfach sprengen. Es würde ja viel zu lange dauern. Aber da habe ich ein Rezept zu gemacht. Das verlinke ich euch hinterher im Abspann. Das könnt ihr euch dann gerne noch zusätzlich ansehen. Wie ich meine Lasagne mache, zeige ich euch heute. Ja, dann seid gespannt und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Als erstes erhitzen wir Olivenöl in einem großen Topf auf mittlerer Stufe. Die Zutatenliste für die restlichen Zutaten packe ich euch natürlich wie immer auch in die Videobeschreibung. In das erhitzte Öl geben wir eine in feine Würfel geschnittene Gemüsezwiebel und 2 fein gehackte Knoblauchzehen. Das Ganze lassen wir jetzt für 2 bis 3 Minuten anschwitzen, bis die Zwiebel schön glasig geworden ist. Dann geben wir 2 rote fein geschnittene Chilischoten dazu und lassen sie kurz mitdünsten. Meine Chilischoten waren hier mittelscharfe und ich habe die Kerne rausgenommen. Wenn ihr es gerne schärfer mögt, könnt ihr auch andere Chilischoten verwenden. Und jetzt geben wir unser Gehacktes dazu, circa 1 Kilogramm. Ich habe hier halb und halb genommen, ihr könnt es aber auch nur mit Rinderhackfleisch machen. Mir persönlich ist es mit nur Rind einfach zu trocken, deshalb nehme ich am liebsten halb und halb. Das Hackfleisch lassen wir jetzt richtig schön mit den anderen Zutaten zusammen braten, bis es ganz grau geworden ist. Am besten versucht ihr es so klein wie möglich zu machen. Es sollte schön krümelig werden. Und jetzt kommt meine persönliche Geheimzutat. Die müsst ihr nicht unbedingt reinmachen, aber ich mache immer 3 in kleine Würfel geschnittene Karotten dazu. Ich persönlich finde, sie geben der Soße später einfach einen schön intensiven Geschmack. Das Ganze jetzt einmal gut miteinander verrühren. Als nächstes wird erst einmal gewürzt. Ich würze hier mit 2 Teelöffeln Salz, 2 Teelöffeln Paprika edelsüß, und Pfeffer. Alles wieder gut miteinander verrühren, damit sich die Gewürze überall gut verteilen können. Jetzt gebe ich 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Das Tomatenmark wird jetzt richtig gut in unser Essen eingerührt. Es sollte kurz mitrösten, da es später der Soße einen guten Geschmack verleiht. Für die Soße gebe ich eine Dose geschälte Tomaten in 1 Liter Maß und püriere sie mit einem Stabmixer. Die pürierten Tomaten gebe ich mit 2 Paketen passierten Tomaten zum Hackfleisch dazu. In das passierte Tomatenpaket gebe ich dann noch ein bisschen Wasser, um auch die letzten Reste noch herauszubekommen. Das Ganze wieder richtig gut durchrühren und wie ihr seht, ist das Gehacktes jetzt richtig schön krümelig in der Soße. Nun verschließen wir das Ganze mit einem gut passenden Deckel und lassen es mindestens 30 Minuten vor sich hin köcheln. Umso länger man die Soße köcheln lässt, umso intensiver wird später auch der Geschmack. Nachdem die Soße 30 Minuten geköchelt hat, wird erstmal abgeschmeckt. Und ich würze hier auch nochmal nach. Ich gebe noch 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Paprika edelsüß und ein bisschen Pfeffer dazu. Schmeckt eure Soße einfach so lange ab, bis sie für euch den passenden Geschmack hat. Und immer wieder zwischendurch rühren und nochmals probieren. In die Soße kommt jetzt noch fein geschnittener Basilikum und fein geschnittene Petersilie. Die frischen Kräuter duften immer so toll und sie geben der Soße einfach einen richtig guten, intensiven Geschmack. Ich gebe noch 2 Großmarinen in die Soße, den lasse ich auch im Ganzen, da ich den später wieder herausnehme. Da mache ich den Deckel drauf, schalte den Herd aus und lasse das Ganze einfach so 15 Minuten nochmal ziehen. Für die Lasagne brauchen wir jetzt natürlich noch
Lasagneplatten. Ich nutze immer die vom Buitoni, da ich die am besten finde. Bevor es mit dem Schichten losgeht, nehme ich jetzt den Rosmarinzweig wieder aus der Soße raus und rühre sie noch einmal kurz durch. Nun braucht ihr natürlich eine Auflaufform und als unterste Schicht gebt ihr in eure Auflaufform von der Hackfleischsoße. Das ist dafür notwendig, damit euch später die Lasagneplatten nicht anbrennen. Sie dient sozusagen als Schutzschicht. Auf die Hackfleischsoße gebt ihr dann die erste Schicht eurer Lasagneplatten. Da das nie so richtig in der Auflaufform haargenau passt, ist es ein bisschen Bastelarbeit, aber die Lasagneplatten lassen sich ja sehr gut brechen. Auf die Lasagneplatten geben wir jetzt eine dünne Schicht unserer Bechamelsoße. Die werde ich euch hier, wie gesagt, heute nicht zeigen. Ich verlinke euch aber mein Bechamelsoßenrezept im Abspann. Die Bechamelsoße verteilen wir jetzt schön auf den Lasagneblättern. Und über jede einzelne Schicht geben wir eine ganz dünne Schicht geriebenen Käse. Ich habe hier 2 Käsesorten gemischt. Bei mir ist es Gouda Mittelalt, gemischt mit Parmesankäse. Ihr könnt aber den Käse verwenden, den ihr selbst am liebsten mögt. Über den Käse kommt dann wieder etwas von der Hackfleischsoße, so dass die Lasagneplatten komplett bedeckt sind. Und dann schichtet ihr immer so weiter. Zuerst Lasagneplatten, dann Bechamelsoße, darüber eine dünne Schicht geriebenen Käse und mit Hackfleischsoße abdecken. Ich habe insgesamt 4 Schichten gemacht. Die letzte Schicht sollte mit Hackfleischsoße enden und alles gut abdecken. Darüber verteilt ihr dann euren Käse. Ich persönlich lasse die Lasagne dann so, wie sie jetzt ist, erst einmal für 1 Stunde ziehen. Das muss man allerdings nicht machen, aber so zieht die Soße schon mal schön in die Lasagneplatten ein und die Lasagneplatten werden dafür schon eingeweicht. Das Ganze kommt dann bei 180 Grad Umluft für ca. 40 Minuten in den Backofen. Und hier seht ihr dann das tolle Ergebnis. Eine schöne goldbraune Käsekruste und toll geschichtete Lasagne. Ja, ich weiß, das Rezept ist etwas länger und aufwendiger, aber es lohnt sich nachzumachen. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!